Hallo und herzlich willkommen aus dem 10. Land unserer Weltreise, Singapur. Das wird für uns als Low-Budget-Reisende wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, denn Singapur ist ja bekanntlich ein teures Land. Aber wir wollten es uns auf keinen Fall entgehen lassen und jetzt schauen wir mal, wie viel Geld wir in unseren 2 Tagen hier vor Ort ausgeben. Viel Spaß im Video! Das erste Highlight in Singapur bietet sich direkt schon bei Ankunft, nämlich der Flughafen selbst. Changi Airport wurde mehrfach zum schönsten Flughafen der Welt ausgezeichnet. Und bevor wir in die Stadt fahren, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Der günstigste Weg vom Flughafen in die Stadt zu kommen, ist die Metro zu nehmen. Man muss dafür auch keine Fahrkarte kaufen, man kann einfach seine Kreditkarte nehmen, wird automatisch abgebucht. Wir müssen jetzt zwar ein paar Mal umsteigen, aber es ist super übersichtlich hier. Singapur ist natürlich ziemlich teuer, deswegen haben wir auch zum ersten Mal auf Weltreise in 7 Monaten einen Dorm genommen. Zahlen dafür trotzdem noch 40 € für 2 Betten im 14er Dorm, glaube ich. Also ja, damit muss man hier in Singapur auf jeden Fall rechnen. Die Preise sind anders als in den weiten Teilen von Südostasien. Dafür ist es super modern, super sauber. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall krass. Ein kleiner Kulturschock fast für uns, nachdem wir jetzt eher in remoteren Gegenden unterwegs waren. Und machen uns jetzt auf den Weg zum Hostel, laufen gerade hin. Wir sind ja gestern Abend relativ spät hier angekommen und weil unser Hostel am Rand von Little India liegt, sind wir dann direkt was Indisches essen gegangen, was sehr lecker war und wir glauben auch relativ günstig für die Verhältnisse hier. Also wir haben 13 € gezahlt für 2 Essen. Und bevor wir heute die Stadt erkunden, wollen wir euch noch mal ein bisschen unser Hostel hier zeigen, damit ihr mal seht, was man so für 19 € die Nacht in Singapur bekommt. Also das Hostel geht auf jeden Fall in Ordnung. Es hat auch eine kleine Küche, zwar nicht zum Kochen, aber es gibt einen Toaster oder eine Mikrowelle, sodass man sich wenigstens ein paar Kleinigkeiten zubereiten kann oder Frühstück. Das hilft natürlich auch zu sparen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Fuß. Wir laufen durchs arabische Viertel Richtung Merlion oder Merlion Park, wir wissen nicht genau, wie es ausgesprochen wird und ja, erkunden jetzt mal ein bisschen die Stadt. Unser erster Eindruck von Singapur ist richtig schön. Also die Stadt ist auf jeden Fall sehr modern und vor allem auch richtig sauber und grün. Und es kommen einfach extrem viele Kulturen hier in Singapur zusammen. Man hat natürlich so das englische Übergeordnete mit den westlichen Leuten, die hier arbeiten und Touristen und so weiter. Aber dazu kommen halt die sehr großen chinesischen Einflüsse, die malaiischen, die indisch-tamilischen und man sieht das einfach an jeder Ecke, man sieht das am Essen. Also es ist einfach ein Multikulti-Land hier, was uns sehr gut gefällt. Und jetzt versuchen wir nochmal irgendwas günstiges Essen aufzutreiben. Günstig essen direkt hier an der Waterfront gestaltet sich natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen fahren wir zurück nach Little India mit der Metro, das ist günstig. Wir mögen indisches Essen und vergleichsweise preiswert, von daher ja, fahren wir erstmal wieder zurück. Wir sind hier wieder bei ABC Nasi Kandar, wo wir auch gestern schon waren. Es schmeckt einfach richtig lecker und ich denke mal mit so 12, 13 € für 2 Portionen, das ist preislich für Singapur-Verhältnisse akzeptabel. Und heute Abend geht es dann endlich zu den Gardens by the Bay, einer der bekanntesten Sachen, die man hier machen kann mit der Lichtershow. Sind wir ganz besonders aufgespannt. Wir sind jetzt hier bei den Gardens by the Bay und hier kann man verschiedene Tickets kaufen, zum Beispiel auch für diesen Skywalk, den man hier hinter mir sehen kann. Aber das meiste kann man einfach kostenlos machen, so machen wir es natürlich auch. Und bis um 8 Uhr die Lichtshow startet, haben wir noch ein bisschen Zeit, deswegen gehen wir jetzt nochmal vor ans Ufer und gucken, ob wir einen schönen Sonnenuntergang sehen.
Also ich muss zugeben, ich bin schwer beeindruckt von Singapur. Der Sonnenuntergang war traumhaft schön gewesen. Hier hinter dem Marina Bay Sands, dem bekannten Hotel, gibt es so 2 Ebenen mit einer traumhaft schönen Uferpromenade, wo man dann die Skyline sieht und dahinter geht die Sonne unter. Wirklich schön. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Gardens by the Bay, wobei hier gerade so ein bisschen Aufbruchsstimmung ist, weil es angefangen hat zu regnen, aber es tröpfelt nur. Wir gehen mal zurück. Also die Lichtshow ist entweder sehr unspektakulär oder, was wir eher vermuten, wir haben uns bei den Zeiten geirrt. Ich hatte eigentlich gelesen, dass es am Wochenende hier um 8, 9 und 10 Uhr abends ist, aber es scheint sich irgendwie geändert zu haben. Die meisten Leute gehen gerade, wir machen uns da nochmal schlau. Nichtsdestotrotz war es ein sehr schöner Tag hier in Singapur. Ich würde auch sagen, wenn man nur einen Tag Zeit hat, lohnt es sich trotzdem herzukommen, weil man kann die meisten Sachen eigentlich an einem Tag sehen. Natürlich nicht alles, aber man kriegt einen guten Überblick über die Stadt. Wir haben zum Glück 2 und haben auch noch ein paar coole Sachen auf der Liste, aber vorher gibt es erstmal einen Kassensturz. Genau, das Coole ist, die meisten Sachen, die wir heute gemacht haben, waren nämlich kostenlos und wir haben jetzt mal kalkuliert mit dem Abendessen, was wir gleich noch zu uns nehmen werden wir ungefähr bei 40 Euro pro Person rauskommen. Also gar nicht so teuer, ist sogar in unserem Weltreisebudget. Ja, wir haben im Prinzip nichts für Aktivitäten ausgegeben, also nur Essen, Unterkunft und der Transport mit der Metro. Von daher, ja, es gibt viel günstige Dinge oder kostenlose Dinge in Singapur zu sehen. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg und sehen uns morgen wieder. She will be performing to Diamond City Live. Unser Tag heute deutlich später angefangen als geplant, weil es vormittags ziemlich regnerisch war. Aber jetzt ist es ein bisschen aufgeklärt und wir sind hier zur Harbourfront gefahren mit der Metro. Und hier ist so eine verrückte Cosplay-Show, wo die Leute sich alle verkleiden, so Anime-Style, singen, tanzen und so weiter. Ziemlich verrückt. Ich weiß nicht, ob man davon vielleicht noch was im Hintergrund sieht. Aber interessant zu sehen, ist auf jeden Fall ein großes Ding hier in Singapur. Und wir haben heute noch eine Sache auf der Liste, die auch kostenlos ist. Dazu müssen wir ein kleines bisschen wandern und das Ganze heißt Harbour Park. Hier am Harbour Point. Das ist der höchste Punkt im Harbour Park, der wiederum Teil des Southern Ridges Discovery Walk ist. Es ist hier so ein 10 Kilometer langer Grünstreifen, etwas erhöht, weshalb man einen richtig schönen Blick auf die Stadt hat und auch auf den Hafen. Und hier fährt auch die Gondel nach Sentosa, das ist eine kleine vorgelagerte Insel, auf der sich auch die Universal Studios befinden. Das ist für uns leider ein bisschen zu teuer, aber hier zu Fuß die Gegend zu erkunden ist auf jeden Fall auch schön. Und für heute Abend haben wir uns noch was ganz Besonderes überlegt. Eine Sache haben wir uns ganz bis zum Schluss aufgehoben, und zwar den Singapore Flyer, das Riesenrad hier. Und das liegt natürlich nicht im Budget, aber mein Papa war vor ein paar Jahren hier in Singapur gewesen und meinte, das müssen wir unbedingt machen. Da haben wir natürlich gesagt, schwierig für uns als Low-Budget-Reisende. Und er war mal wieder so großzügig und hat uns das Geld dafür überwiesen. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an meinen Papa, der uns solche coole Erfahrungen immer mal wieder möglich macht. Und ja, jetzt machen wir es zum Sunset und freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Oh, some would say I'm insane in the right in a way, but I just love to
Also wir sind jetzt einmal komplett rumgefahren und die Aussicht ist der absolute Wahnsinn. Wunderschön hier, jetzt wenn es dunkel geworden ist, die Lichter. Ist natürlich mit 33 Singapur-Dollar schon ziemlich happig für die halbstündige Fahrt. Aber wenn man sich hier vielleicht einmal was gönnen möchte, können wir das auf jeden Fall weiterempfehlen. Nur nicht an diejenigen, die Höhenangst haben, denn die ganze Kuppel hier ist verglast und ganz oben ist es dann schon ziemlich hoch. Also das sollte man dann vielleicht lieber lassen. Aber es war für uns der perfekte Abschied hier aus Singapur. Aber wir ziehen noch mal ein kleines Fazit von unseren 2 Tagen hier und suchen uns dafür noch mal ein ruhiges Plätzchen. Wir sind mittlerweile weitergezogen, was man unschwer in diesem Hotelzimmer erkennen kann. Das hätten wir uns in Singapur auf jeden Fall nicht leisten können. Da ist man schon auf den Dorm drauf angewiesen. Und wir haben jetzt im Endeffekt 40 Euro pro Person pro Tag ausgegeben, was unserer Meinung nach echt gut ist für so eine teure Stadt wie Singapur. Und ich denke mal im Vergleich zu anderen Metropolen eigentlich auch recht günstig. Also ich glaube in New York, Paris, London, Tokio, da kommt man mit 40 Euro nicht sonderlich weit. Von daher denke ich mal, ist das ganz in Ordnung. Aber man muss natürlich dazu sagen, der Singapur Flyer ist da jetzt nicht inkludiert, weil es halt ein Geschenk war. Mit dem Singapur Flyer wären es 53 Euro am Tag gewesen, was immer noch okay ist und ich denke, das ist es eigentlich auch wert. Ein Aspekt, mit dem man auf jeden Fall gut Geld sparen kann in Singapur, ist das Metrosystem. Das ist nämlich mega gut ausgebaut, man kann überall in der Stadt hinfahren, das ist sehr pünktlich und zuverlässig, man kann sich die Strecken auch auf Google Maps anschauen und wir mussten zum Beispiel nie länger als 3 Minuten auf die nächste Bahn warten und dadurch nie ein Taxi oder Grab nehmen, weshalb wir einfach da viel Geld sparen konnten. Und vielleicht auch nochmal so 2, 3 Worte dazu, wie touristisch wir Singapur empfunden haben. Gar nicht so sehr, ehrlicherweise. Ich meine, da wohnen fast 6 Millionen Menschen auf relativ kleiner Fläche. Das heißt, es ist eh immer relativ voll. Da machen dann Touristen auch nicht mehr so einen krassen Unterschied. Zumindest jetzt, als wir dort waren. Natürlich ist an einigen Plätzen, wie bei Marina Bay oder beim Lion Park, da ist schon einiges los. Leute machen Fotos etc. Aber es hat uns jetzt irgendwie nie großartig gestört, weil man eh immer viele Menschen um sich hat. Von daher, ja, fanden wir das jetzt gar nicht so schlimm. Insgesamt hat uns Singapur auf jeden Fall richtig gut gefallen. Es ist definitiv eine Stadt der Superlative. Alles ist super modern und vor allem super grün. Gerade daran könnten sich andere Metropolen auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden. Und wir haben auch wie immer einen Blogpost geschrieben mit allen Infos und ganz vielen Fotos zu Singapur. Den findet ihr auf www.betterbeyond.de. Und damit verabschieden wir uns und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Aber für uns geht es jetzt mal so langsam weiter Richtung Faber Peak. Faber Mount. Faber Park. Auf zum Faber Mount. Zum Faber Faber. Nee, wie heißt das? Da schau bei den... Gardens by the Bay. Bei Gardens of the Bay. Gardens in the Bay, by the Bay. Leck mich doch am Arsch. Was gibt's? Keine Ahnung, irgendein Curry. Wir sind hier wieder bei ABC Nasi Kendra. ABC Nasi Kandra. ABC Nasi Kandar. Kandar? Scheiße. Mit deiner Hand darunter. Oh mein Gott, kann ich mich vielleicht so hinstellen, wie ich will? Schon interessant, zumindest für Leute, die irgendwie damit was zu tun haben. Guck, das Container. Warte, da fährt ein Container. Schatz, dein Fuß stinkt so.